Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X-Men Legends. Ich bin Marv. Und wenn der hier versucht, mich zu annihilaten, vermöbeln wir ihn einfach mal. Zu zweit, wie ihr seht, kein Problem. Immer noch mit Wolverine unterwegs. Nochmal eine Folge, die ich mit Cyclops spielen werde. Dass wir da noch ein bisschen diesen Charakter jetzt auch ein bisschen weiter üben können einfach. Weil wir sind ja mit dem Team jetzt ein bisschen länger unterwegs. Und es ist immer gut, auf alle Charaktere vorbereitet zu sein. Cyclops gehe ich vor allem gerne in Fernkampf eigentlich. Was ich hier nicht so wahnsinnig gut beweise. Aber wenn ihr mal guckt, wie schnell die Energie runtergeht, wenn ich das mache. Oh, gelähmt. I'll see you again, X-Men. Hört ihr das mit dem Ton? Immer noch. You are destined to lose, X-Men. Keine Ahnung, woran das liegt. Es kann auch daran liegen, dass ich das aufnehme, ne? Das habe ich ja nun bei einigen älteren Spielen schon gehabt, dass es einfach nicht funktioniert hat, wenn ich das aufgenommen habe, dass es einfach die ganze Performance des Spiels so stark beeinflusst hat, dass es einfach ein bisschen langsamer geworden ist zwischendurch. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu beeinträchtigend. Weil zwischendurch läuft es dann wieder normal. So großartig ist die Musikuntermalung halt auch nicht, dass es irgendwie wirklich auffallen würde. Next. So, haben wir dich auch wieder vermöbelt. Was haben wir hier? Satellitenanlagen. Im großen Marvel-Gebäude. Wir wissen auf jeden Fall, wie heißt die? Allison? Nichts wie raus hier und nach Hause. Nach Hause bringen. Auf in den Jet. X-Jet. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Mission erfüllt. Aber seine Aufgabe ist noch nicht vollbracht. Why is all this happening to me? Allison, it's okay. Things were fine until last week. I got mad at my little brother and suddenly the ground started to shake. I knew it was my fault, but I didn't want to admit it. Your powers are becoming active, which... Things have only gotten worse. That lava in the street? I made it happen. I'm becoming a mutant. There's nothing wrong with... And that woman? She was gonna make me join something called the Brotherhood. She could come after me again. Anytime! Allison, you couldn't be in safer hands. We're the X-Men. Professor Xavier, I'd like you to meet Allison Crestmere. Hello, Allison. Welcome to the Institute. How are you? A little confused, but I'm okay. That's understandable. Perhaps Jean could take you on a tour of the mansion, or would you prefer that I show you the true purpose of the Institute in the sub-basement? Warum bin ich hier? Why was I brought here? You were brought here for your own protection. The people who attacked you in New York City were members of the Brotherhood of Mutants. They can be extremely dangerous. So they could come after me again? Perhaps. Which is why it would be best for you to stay at the mansion, at least until we determine exactly why the Brotherhood attempted to kidnap you. Sind Sie der Chef der X-Men? Are you the leader of the X-Men? I prefer to think of myself as their mentor. I leave team leadership to Cyclops or Storm. But you brought them together, right? Yes. I started with Cyclops and several others. As time passed, I found more mutants who were capable of handling the responsibilities of being an X-Man. Tja, was ist die Bruderschaft? Who's the Brotherhood? The Brotherhood is an unruly collection of mutants who consider themselves above humanity. They operate outside the law and use their abilities to further their misguided desires. But what do they want? They've labeled themselves Homo Superior and believe they will inherit the Earth. But they are far from meek. So, dann schauen wir uns mal hier die Führung von Jean Grey an. I'd like Jean to show me around. It would be my pleasure. As you move from room to room, I'll give you a little information on the X-Men.
Once you're done with Jean's tour, come back here and I'll show you the sub-basement. Lead the way, Allison. Du willst mir alles zeigen und ich gehe vor? Das ist ja was. Das Xavier-Institut hält viele Wunder verborgen. Du kannst dich beliebig in der Zentrale umsehen, hier kannst du dir Filme und Comic-Cover ansehen oder zum Gefahrenraum gehen und dort Kampftechniken zu trainieren. Okay, schön. Did you have a question, Allison? Ja. Thanks. I'll ask again if I need more info. Genau, wir wollen uns nämlich noch ein bisschen umschauen. So. Welcome to the Xavier Institute, Allison. Ja, das ist schön. Wer bist du? Who are you? My name is Jean Grey, and I've been an X-Man most of my life. Today, in New York City, were you talking to people with your thoughts? Yes. My mutant abilities deal with telepathy and telekinesis. You're a mutant? Yes, I am. You'd be hard put to find someone around here who isn't. I didn't think there were many people like me. Our numbers are growing. Oh, warum hat es denn jetzt abgebrochen? Unsere Zahl wächst, wollte sie auf jeden Fall sagen. You're telepathic? I have the ability to read minds and communicate mentally. And telekinesis means you can list stuff with your thoughts, right? Exactly. I've grown quite powerful at it over the years, but I doubt I'll ever master it. What room is this? The library is one of the most popular rooms in the house. There's a wide variety of literature here, from Shakespeare to comic books. It's an interesting mishmash of styles, kind of like the X-Men. So. Danke für die Info. Thanks for the info. Hier soll es also Comics geben. Bin ich mal gespannt. Kann ich Schach spielen? Nee. Hier, Comics ansehen. So, Wolverine Comic. Den haben wir wahrscheinlich schon freigeschaltet. Schön. Wie, war es das? Wir den Comic ansehen. Es gibt also nur das Cover. Okay. Ultimate X-Men Nummer 33 mit Wolverine. Schade. Schön wäre es gewesen, hätte ich jetzt da drin Comics lesen können. So, schauen wir uns weiter um. Da kommen wir nicht rein. Oh, wie ich solche Uhren gehasst habe, ja. Meine Oma hat auch so eine. Die nervt ja unglaublich. Und wenn die klingelt, dong, dong, This is the super sitting laut. room. It's a great place to kick back and relax. Needless to say, this room doesn't get a lot of use by the X-Men. Klar. Wer will sich hier schon entspannen? Gelände des Anwesens. Hier sind wir also vorne in der Eingangshalle. Ja, im Kinofilm sieht das ein bisschen anders aus. Was, wer steht da jemand rum? Nee. Sah aus, als ob da jemand rumstehen würde. Oh, hier, ein It's the day Billardraum. room. It's beautiful, isn't it? There are times I find it hard to believe there's a high-tech underground level beneath this grand old mansion. An underground level? Oh, yes. But I'll leave that part of the tour to Professor Xavier. Ruckel, ruckel. So, springen kann ich nicht. Schlagen, angreifen kann ich auch nicht. Fernseh gucken kann ich. Ja, das sind die ganzen Filme hier. Das Spielintro kennen wir natürlich schon. Das Intro vom Xavier-Institut natürlich auch. Die müssen wir uns nicht nochmal extra angucken. Billard spielen können wir nicht. Hier. Believe it or not, we do take the time to sit down every once in a while and have a meal together. Just like any other family. I can't picture any of the X-Men actually cooking a meal. You haven't lived till you've tasted Pete's barbecue or Betsy's Cornish hen. Tja. Ich hoffe, ich kriege dieses Ruckeln irgendwie nochmal weg. Ich weiß nicht so wirklich wie, aber muss ich mal schauen, ob ich da bis zur nächsten Folge irgendwas dran ändern kann. Und irgendwas an den Einstellungen machen kann. Das ist ja richtig nervig, dass die dann so langsam reden.
Man kann es zwar verstehen, aber man muss vielleicht nicht unbedingt auf dieser Geschwindigkeit sich unterhalten. Was haben wir hier? Classes are held here, Monday through Friday. The students... Ach komm, warum bricht denn das ab? Ich mache das doch extra, dass du mir hier alles erzählst und dann bricht das Spiel das einfach ab. Schön ist anders. So, dann schauen wir uns draußen nochmal um. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. This door takes you to the backyard. A little later, you'll have to go out and see the swimming pool. Das war wenigstens in der richtigen Geschwindigkeit. Dann sind wir hier sozusagen durch. Wir können uns hier vorne nochmal umsehen. X-Men-Biografien. Ah ja. Wenn wir so die Hintergrundgeschichte der einzelnen X-Men uns durchlesen. Na, das ist doch auch nicht schlecht. So, aber ich glaube, wir sind hier oben soweit fertig. Kann ich da noch rein? Nee. Dann werden wir mal ins Untergeschoss. Hello, Allison. Are you ready to see the true purpose of the Institute? Wenn ich mich dabei bei dir auf den Schoß setzen darf, vielleicht. Na gut. Could you take me on the sub-basement tour? Yes, indeed. You see, a majority of this facility is underground so as not to attract the attention of those who mean ill will towards mutant kind. It features state-of-the-art training equipment that helps prepare the X-Men for any challenges they may encounter. This is the war room. From here, we keep a watchful eye on the world for... What's that holographic globe? That is the mission control computer. I'll have to take a look at that later. Very good. Now, would you like a tour of the sub-basement, or would you prefer to explore on your own? Ja, die Führung ist in Ordnung. I'd like a sub-basement tour. Feel free to inspect the rooms. I'll follow along and explain as we go. Wunderbar. Du musst deine Ziele erfüllen, bevor du weiter kannst. Gut. Soweit sind wir dann noch nicht. Hello, my friends. Oh, I'm not an X-Man. I'm just looking around the war room. Professor Xavier said it was okay. I saw this flashing button marked Muir Island, so I pushed it. Are you having trouble there? Yes, the Brotherhood stormed through here. Oh my gosh. Were you hurt? Me? I'm fine. Who are you? My name's Forge. I bet you've got some kind of mutant power, don't you? I have the ability to build any type of machine. Oha. Forge selber kennt man noch nicht so wahnsinnig gut. Also kommt drauf an, wenn ihr große Leser der Comics seid oder früher den Cartoon geguckt habt, dann werdet ihr Forge wahrscheinlich kennen. Solltet ihr nur die aktuellen Kinofilme kennen oder die aktuellen Spiele zu den Kinofilmen oder sowas, werdet ihr ihn nicht kennen, weil der da einfach gar nicht drin auftaucht. Ich bin mal gespannt, wann und ob er überhaupt in den Kinofilmen nochmal auftaucht. Da bin ich doch wirklich interessiert. Ist auf jeden Fall ein X-Men-Charakter, der nicht so bekannt ist. What was the Brotherhood doing on Muir Island? They broke into my workshop and tore the place apart in search of a particular piece of equipment. Ja dann. What did they want? They took some experimental equipment that masks mutant DNA from scanning devices. Why would they want that? I'm not sure. Irgendwas stand da mit Cerebro, Talk to you later, Forge. Anytime. aber das hat er schon wieder übersprungen. Bei den Aufnahmepunkten in den Missionen kannst du die Werkstatt von Forge besuchen, um Ausrüstung für dein Team zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei kannst du die Tech-Teile, die du findest, als Währung einsetzen. Schön. Das ist aber ein flotter Racer, der gute Xavier. Das sind die ganzen Kostüme. This is incredible. Thank you. We're rather proud of it. Ja, wir sind echt stolz auf einen sich spiegelnden Boden. Leider ist nur der Boden gespiegelt, aber nicht die Figuren. Wir können einfach, wenn
werde einfach mal eine Theorie in den Raum werfen. Die haben den Boden gar nicht zum Spiegeln gebracht, sondern einfach nur eine halbdurchsichtige Glasscheibe da reingesetzt und dann unten den gleichen Boden, den gleichen Raum nochmal gebaut. Oh, hier ist Cerebro. What in the world? This is Cerebro, a machine designed to locate mutants anywhere on the planet. Is this how you found me? Precisely. We were able to pinpoint you when your mutant abilities began to manifest themselves several days ago. This machine must be really powerful. It is indeed. While wearing that headset, a telepath can feel the heartbeat of almost every sentient... Whoa. Yes. And in addition, Cerebro keeps detailed files on all known mutants. Wäre das schön, wenn er nicht immer sich selber unterbrechen würde. Die Folge heute, wie ihr seht, wird schon ein bisschen länger. From within here, I control battle situations that take place in the training room you can see through those windows. The training room has earned the dubious title of the Danger Room. But the danger room looks completely empty. With the aid of advanced holography, any adversary or environment can be created out of nothingness. The Danger Room can simulate battle situations from the surface of the moon to 1,000 feet below sea level. Holographs? So nothing in there is real? Make no mistake, while the enemies in the Danger Room may not be real, the danger certainly is, as the bruises of the X-Men can attest. What's the console over there? That is the Danger Room computer. What's it do? It is the artificial intelligence created by Beast to run the Danger Room. With it, a student... Sounds kinda scary, but fun. I'm glad you feel that way, Allison, because I would now like to officially extend you an invitation to join us here at the Institute. Your parents hoped you would stay to see if we could help you learn to control your mutant abilities. I don't know. This is all happening so fast. There's no rush. This is a difficult decision. So for the time being... Ja. Teamwork 102. Ja, wir könnten jetzt theoretisch gleich den Gefahrenraum nutzen. Das machen wir aber in einer anderen Folge. Ich will mich hier einfach noch ein bisschen umschauen. Und die Folge nicht zu lang werden lassen letztendlich. Aber trotzdem hier so ein bisschen was zeigen. Oh, wir können speichern. Das machen wir doch auf jeden Fall mal. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Schon fast wieder 2 oder 3 Folgen her. So, weiter geht's. This is the laboratory of Hank McCoy, a gifted scientist and engineer. He was one of my first students at the Institute. Isn't he the one they call Beast? Yes, but that code name is a gross misrepresentation of the man. His mind is every bit as strong and agile as his... Ja. Das gute Beast, ja. Das kennen wir auch aus einem der letzten X-Men-Filme. Der wird es auch in den nächsten X-Men-Film wieder dabei sein. Days of Future Past. Kommt er auch mit drin vor. Ein sehr schlauer X-Men. Mutierte sich selbst. This is our medical facility. We've gone to a great deal of trouble to design equipment capable of handling the special needs of mutants. I believe that if necessary, these computers could even perform surgery without supervision. Oha. Operationen vornehmen, ohne dass jemand zuschaut. Was ist denn das? Du baust eine eigene Schule, ja, für alle möglichen Mutanten und baust keine Rampe für Rollstuhlfahrer damit rein? Das kann's doch auch nicht sein. Da bescheißt sich der gute Xavier doch selbst. Er kann das halt nicht, der arme Mann. This is the Brig, a highly reinforced area designed to contain practically any mutant.
You keep prisoners? No, not at all, Allison. But there are those rare occasions when we need to detain an individual before handing them over to the proper authorities. Tja, bin ich mal gespannt. Gegnerbiografie. Mystique. Wie die aussieht, ey. Oder der Blob. Was ein Klopper, ey. Der hält so viele Schläge aus, ne? Fred Dukes. Haben wir gesehen im Spiel Wolverine Origins und in dem Film dazu. War er beides mal mit vertreten. Wir haben sie ihn genannt, den Xavier Racer. Ich glaube in irgendeiner Zusammenhang. Wie wirst du genannt? Racer? Wer war denn das? Ihr wisst das bestimmt. Wer hat... Achso, wir können ja mit Professor X reden. Nee, zum X-Jet-Hangar, da gehen wir auch nochmal hin. Wer hat den Professor X Racer genannt? Das war auch in irgendeinem Film. The hangar bay houses the X-Men's main source of transportation. We call it the X-Jet, a state-of-the-art and constantly upgraded aircraft. Wow, that's cool. Indeed. We keep the X-Jet prepped and ready to take off at a moment's notice. Ja, immer einsatzbereit. Auch hier wieder eine Treppe. Und der gute Professor kann nicht mit im Jet mitfliegen. Mann. Da haben die aber auch nicht viel nachgedacht, die Leute, die das Spiel gemacht haben, ne? So, aber jetzt haben wir hier alles erkundet. Nach draußen kommen wir ja nun noch nicht. Das geht noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Da müssen wir hier erst alles ablaufen. Schauen wir mal, was der gute Professor X uns jetzt noch zu sagen hat. Den wir jetzt überall gewesen sind. Professor? Gehen wir wieder ins Untergeschoss. Kommt er sicherlich auch wieder mit. Vielleicht können wir dort wieder mit ihm reden. Wir haben jetzt ja quasi alles gesehen. Nur wie würde die Story jetzt weitergehen? Allison muss halt ausgebildet werden. Mit ihren Superheldenkräften. So, Mädchen. Yes, Allison. What... So, wir können uns jetzt weiter anschauen oder sagen, ich habe mir das Untergeschoss genug angeschaut. I'm done with the sub-basement tour. So, wir haben jetzt alles angesehen, wir wissen jetzt alles, wo jetzt was ist. Und die Folge ist auch wieder vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal sehen wir, wie die Story weitergeht. Bis dahin, Servus, euer Marv.